In diesem Video geht es um das Gesetz der Rückkehr zum Durchschnitt. In meinem Fall ist der Durchschnitt dieser gleitende Durchschnitt hier. Es handelt sich um einen Moving Average für 5000 Kerzen und das Gesetz der Rückkehr zum Durchschnitt besagt, dass alle abschweifenden und stark vom Durchschnitt abweichenden Preise mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder zum Durchschnitt zurückkehren, so wie wir es hier gerade gesehen haben. Jetzt kann man den Durchschnitt natürlich aufgrund von unterschiedlichen Kriterien ermitteln, aber das, was wir hier sehen, diese rote Linie, sind einfach nur die letzten 5000 Kerzen und davon der durchschnittliche Schlusspreis. Und wenn unser Preis sich unterhalb des gleitenden Durchschnitts bewegt, dann ist das für uns ein Kaufsignal. Und wenn der Preis oberhalb des gleitenden Durchschnittes ist, dann ist es ein Verkaufensignal. Ich habe bei diesem System hier noch ein bisschen Puffer eingebaut. Das bedeutet, innerhalb von 50 Punkten oberhalb oder unterhalb dieses gleitenden Durchschnittes werden keine neuen Positionen eröffnet. Bis jetzt funktioniert das ganz gut. Man kann sich das jetzt hier auch noch als grafische Darstellung anzeigen lassen. Und wir beschleunigen das jetzt mal, um zu sehen, wie sich das System so schlägt. Denn alles, was weniger als 1000 Positionen beinhaltet, ist für mich keine verlässliche Aussage. Ich handle solche Systeme in der Regel immer für mindestens ein Jahr und erwarte auch in diesem Fall deutlich über 1000 Positionen. Wie viele Positionen das genau sein werden, kann ich momentan noch nicht sagen, denn ich habe zusätzlich zum gleitenden Durchschnitt hier noch eine zufällige Komponente mit eingebaut. Vielleicht stellen Sie sich jetzt die Frage, warum jemand zufällige Einstiege handelt, aber das ist tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit, um die restlichen Komponenten eines Systems zu testen, beispielsweise den sogenannten Break-Even-Stop. Den habe ich nämlich für dieses System hier auch eingesetzt und der sollte uns so ungefähr bei 101.000 Dollar absichern. Und wie wir sehen können, haben wir hier im Backtest einen Stop bei 999,88 Dollar. Insgesamt haben wir 1089 Trades gemacht. Jetzt wiederholen wir das Ganze einfach nochmal für das Jahr davor, starten den Test und wie man sieht, geht das relativ zügig. Das bedeutet, man kann sich innerhalb von einem einzigen Nachmittag mal eben Erkenntnisse anhand von vielen hundert oder tausend Positionen aneignen. Und alles, was man dafür braucht, ist ein einfaches System, den MetaTrader, einen gleitenden Durchschnitt und ein bisschen Geduld. Ich mache das hier ziemlich regelmäßig und dieses spezielle System habe ich in den letzten Tagen so oft getestet, wie noch kein anderes davor. Das mache ich immer jeweils für mindestens ein Jahr, aber manchmal auch bis zu 20 Jahre. Was wir jetzt hier sehen, ist der Drawdown, bei dem die meisten diskretionären Trader ihr System schließen würden und sagen würden, das funktioniert alles nicht, ich verschwende hier mein Geld. Und nur wenn sie solche Massentests hier machen und über einen längeren Zeitraum Erfahrungen mit einem System in unterschiedlichen Situationen gesammelt haben, dann sind sie auch in der Lage, in Krisenzeiten ihr eigenes System auszuhalten, ohne es zu manipulieren. Und ja, unser System könnte jetzt hier auch im Verlust geschlossen werden, denn der Strategietester hat ja keine andere Möglichkeit, als alle Positionen zum Ende des festgelegten Testzeitraums zu schließen. In unserem Fall wäre das jetzt der 28. Juni und unser System hat sich aber noch berappelt. Auch diesmal haben wir einen Nettoprofit von 999,70 Dollar. Das passt ziemlich genau zu unserem Break-Even-Stop, den wir hier gesetzt haben. Aber der ist ein Thema für ein anderes Video. Denn in diesem kurzen Video haben Sie gelernt, wie Sie einen gleitenden Durchschnitt nutzen können, um das Gesetz der Rückkehr zum Durchschnitt für sich auszunutzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.